Theresa, bin 23 Jahre alt, wohne hier in einer Altbauwohnung in Berlin-Friedenau seit circa 6 Jahren mit meinem Freund zusammen und ich zeige euch heute meine Wohnung. So, jetzt sind wir im Wohnzimmer. Hier ist so ein bisschen untypisch. Wir haben die Garderobe hinter die Tür gepackt, in diese Nische. Und zwar aus dem Grund, dass im Flur einfach kein Platz ist. Also der ist ja super klein und das würde einfach nicht aussehen, wenn da jetzt noch Mäntel und Jacken hängen würden. Und ansonsten hier im Wohnzimmer habe ich eben versucht, den Japandi-Stil umzusetzen und das eben besonders durch Farben wie beige, grau, weiß, aber auch so dunkle Akzente. Und ja, insgesamt finde ich es sehr gemütlich hier und halte mich hier sehr gerne auf. Also ein Gegenstand, der mir besonders am Herzen liegt, ist mein E-Piano. Das habe ich damals bekommen, kurz nachdem ich hier eingezogen bin, weil ich einfach ein bisschen Heimweh hatte. Und ich spiele auch immer noch total gerne auf dem Klavier und ja, es liegt mir sehr am Herzen. Und ein weiterer Gegenstand, der super wichtig für mich ist, ist mein Schreibtischstuhl, der hoffentlich irgendwann zum Esstischstuhl wird an einer schönen langen Tafel. Da träume ich immer von, wie ich dann ganz viele Gäste empfangen kann. Also das mit dem Heimweh war damals einfach so ein bisschen dieses, man ist in der ersten eigenen Wohnung. Ich war damals auch erst 18 und zum Studieren hierher gekommen. Und ja, ist dann schon ungewohnt, wenn man auf einmal in seinen eigenen 4 Wänden ist und die Familie dann doch relativ weit weg ist. Für mich ist Familie super wichtig. Wir sind in meiner Kindheit sehr viel umgezogen und da habe ich eigentlich einfach gemerkt, dass das Zuhause wirklich da ist, wo die Familie ist. Und dementsprechend ist das hier nur so ein bisschen wie mein Zweitzuhause. Meine Mutter spielt tatsächlich eine sehr große Rolle für mich in meinem Leben. Wir tauschen uns immer aus über Einrichtungen und was uns so gefällt. Und ja, das liegt daran, dass sie Innenarchitektin ist und ich von klein auf das immer mitbekommen habe. Tatsächlich mitbekommen habe ich von meiner Mama, dass weniger meistens mehr ist. Und auch ein ganz wichtiger Tipp ist von ihr, dass man, wenn man Spaß dran hat mit Einrichten und so weiter, dass man von Anfang an sich wirklich überlegt, was einem gefällt und dann darauf hinspart und sich dann keine Fehlanschaffungen sozusagen zulegt. Also bei einer Studentenwohnung, würde ich auf jeden Fall sagen, man braucht nicht von Anfang an alles. Also ich hatte damals auch wirklich so diese Denke, ich muss gefühlt alles besitzen, was man irgendwie für einen Haushalt haben kann. Und dementsprechend dachte ich mir dann irgendwann so, wieso habe ich so viel Zeugs? Und letztendlich kommt es wirklich nur darauf an, dass man es irgendwie gemütlich haben kann, dass man einen guten Schreibtisch hat, wo man dann gut lernen kann und dass es einem letztendlich auch einfach gut gefällt. Also mich würde noch interessieren, was eure Spartipps sind. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin ein richtiger Ordnungsfreak, also das kann man nicht anders sagen. Ich bin zum Beispiel nach Prüfungen dann immer so, dass ich gerne aufräume und mir irgendwas vornehme und sortiere und sauber mache. Und deswegen ist es hier eigentlich auch fast immer ordentlich. Findet mein Freund auf der einen Seite natürlich gut, auf der anderen Seite nicht so gut, weil es ihn auch ein bisschen nervt, aber ja, das bin ich. So, genug vom Wohnzimmer. Hier sind wir in meiner Küche. Hier verbringe ich tatsächlich auch ganz schön viel Zeit, besonders morgens. Ich bin Frühaufsteherin, stehe dann immer schon auf gegen 5 Uhr und setze mich hier hin und genieße einfach die frühen Morgenstunden. Bei der Einrichtung der Küche war mir besonders wichtig, was Gutes zu schaffen, obwohl hier alles so ein bisschen durcheinandergewürfelt ist. Wir haben damals auch entschieden, keine Einbauküche zu wählen, aus Kostengründen, aber auch irgendwie so ein bisschen für den Look. Und deswegen ist hier so ein bisschen so, dieses alte Berliner Spüle, so dieser Retro-Stil oder auch der Elektroherd. Und gleichzeitig habe ich halt versucht, das so ein bisschen auch gemütlich zu gestalten und so ein bisschen die persönliche Note reinzubringen. Um
um ein bisschen zu sparen, habe ich damals entschieden, keine Einbauküche zu nehmen. Wir haben uns dann ja so ein paar Sachen zusammengesucht, haben auch hier diese Metallregale verwendet und da sind richtig lange Dübel drin. Da hält alles schon die ganzen Jahre lang. Und ich bin auch richtig froh, es ist auch so ein Look irgendwie, dieses Zusammengewürfelte und ist einfach auch günstig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Kommt mit. So, hier sind wir jetzt in meinem Schlafzimmer. Wie man sieht, habe ich hier auch auf schlichte Farben geachtet, damit es einfach ruhig ist und man schön entspannen kann. Und ich würde sagen, das reflektiert auch oder repräsentiert auch ganz besonders meine Persönlichkeit. Die Japandi-Elemente in diesem Raum sind auf jeden Fall die Körbe, die hier so ein bisschen verteilt sind. Dann auf jeden Fall auch diese Bilder, auch wenn es chinesische Kalligrafie, Schriftzeichen sind. Einmal der Drache und der Geist. Die Künstlerin meinte damals, es harmoniert sehr schön. Und auch wenn es chinesisch ist mir dann auch egal. Letztendlich kommt es ja auch nur darauf an, wie man es selber empfindet. Und ich würde trotzdem sagen, dass es so ein bisschen dieser Japandi-Stil ist. Und auch die Stehlampe da drüben, die hat auf jeden Fall auch, finde ich, diesen Stil so ein bisschen und greift es so auf. So, meine Tipps für den Japandi-Stil sind vor allem Naturmaterialien zu verwenden. Das heißt viel mit Jute, Leinen und vor allem auch Körbe. Und dann auf jeden Fall auch die Farbpalette, also schlichte Töne, beige, weiß und dann eben Schwarzakzente. Wenn ich dann hoffentlich bald auch fertig bin mit meinem Studium, dann werde ich mir als erstes, wenn ich dann Geld verdienen sollte, eine Spülmaschine leisten, weil ich habe einfach keine Lust mehr, ständig abzuspülen. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon von mir. Dann würde ich sagen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und